Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man einen Geländerpfosten in den Konfigurator hinterlegt. Im letzten Video haben wir die Füllungen hinterlegt und in diesem möchte ich einen Pfosten hinterlegen. Hier ist auch wiederum zu beachten, dass man dieses Einbaukoordinatensystem mit den 3 Punkten sowie der Variable i_h hinterlegen muss. Hier in diesem Bild ist auch ersichtlich, für was die Variable i_s steht. Diese ist für die Schräge des Geländers verantwortlich. Diese muss dann auch vergeben werden, damit das Geländer oder der Pfosten sich auch in der Schräge richtig anpasst. So, für uns ist im ersten Schritt IH wichtig, im zweiten Schritt EY und EX, welches jeweils die Hälfte des Geländerpfosten, sprich der Breite und der Stärke, definieren. Diese Werte werden dann anschließend an die Füllung, so wie es auch hier beschrieben steht, übergeben. So, jetzt beginnen wir. Das heißt, wir starten mit einer neuen Baugruppe. Pfosten. Wir aktivieren die Fremdbezüge. Wir aktivieren das Feature. Und ich starte gleich, damit ich auch einen Bezug habe, mit meinen 3 Punkten. So, damit habe ich meine 3 Punkte definiert und kann hier in weiterer Hinsicht meine meine Pfosten definieren. Ich möchte hier einfach einen Doppelpfosten definieren. Welchen ich senkrecht über die Bearbeitungsebene, welchen ich senkrecht zur Bearbeitungsebene einbaue. Dieser Pfosten kommt natürlich in die Baugruppe. Und auch hier wird beim Pfosten die Variable oder die Fremdbezüge definiert. Ich werde hier gleich meine Variablen eingeben. Das heißt, die erste ist i_h, welches hier einfach mal 800 sein soll. Hier brauche ich keinen Kommentar. Ich benötige dann noch EY und EX als Variablen. So, somit habe ich meine Variablen definiert, die ich benötige. Beim Pfostenprofil werde ich gleich die Gesamtlänge mit i_h definieren, um zu kontrollieren, dass dieser gleich ausgewertet wird. So, jetzt kann ich hier mittels HCM die Werte definieren. Das heißt, ich möchte hier die untere Fläche, das heißt diese Fläche soll an die X-Achse gekoppelt werden. Das heißt, habe ich hier dies schon an die X-Achse gekoppelt und lasse diesen Wert hier so stehen. Danach möchte ich, dass diese Fläche zum Mittelpunkt mit einer Stärke von, ich sage jetzt 20 mm eingebaut wird. So, wenn ich jetzt von vorne drauf schaue, dann habe ich hier den Außenwert von 20. Ich möchte hier natürlich einen weiteren Pfosten, also ein weiteres Profil, welches ich hier einfach mal kopiere um 50 mm. Bei diesem Profil möchte ich natürlich auch
wieder die Werte mittels HCM einbauen oder vergeben. Ich kann hier natürlich auch mit der Alt-Taste die Fläche wegschalten und hier mit der rechten Maustaste weitere Optionen, das heißt hier zur X-Achse. So, ich gebe hier wiederum den Abstand ein und hier sollen auch die 20 mm drinnen stehen. So, im Grunde genommen habe ich hier ja nur die Höhe parametrisiert. Das heißt, dies möchte ich hier einfach auch mal kontrollieren, dass ich hier einfach den Wert abändere, um zu sehen, ob es funktioniert. Jetzt muss ich noch mein Koordinatensystem definieren. Das heißt, ich werde hier mein Einbaukoordinatensystem definieren und gebe die jeweiligen Punkte an, die ich vorher definiert habe. So, jetzt schaue ich nochmal nach. Das heißt, EY ist die Stärke, sprich EY muss hier die 25 sein und EX bleibt die 20. Um es jetzt einfach mal zu kontrollieren, werden wir hier diesen Pfosten abspeichern. Das heißt, ich werde hier unter Eigenschaften gleich einen Namen abgeben. Doppel. So. Ich möchte hier dies dann abspeichern. Das heißt, ich gehe hierher und sage hier in diesem Fall, ich möchte das in die Pfostentabelle abspeichern. Und hier unten natürlich auch. EX und EY kann ich in weiterer Hinsicht parametrisieren oder ich kann es auch automatisch abfragen. Ich werde es hier reingeben, das heißt diese Werte werde ich in weiterer Hinsicht später machen, wie man diese auslesen kann. So, um das Ganze jetzt zu testen, erzeuge ich mir hier ein Profil. Starte den Geländerkonfigurator. Ich muss vorher natürlich den Katalog neu laden. Wähle hier den Pfosten aus und möchte hier als Pfosten diesen Wert oder alle gleich Pfosten Video und kann hier die Werte eingeben, weil ich auch hier im Creator keine Vorlage, keinen Vorgabewert definiert habe. So, somit sieht man, habe ich hier dies ganz normal auch in mein bestehendes Geländer eingefügt. Ich kann natürlich hier jede Bearbeitung, die ich hier ergänze, auch mit abspeichern und mit Parametern versehen. Das können Verbindungsstücke sein, Phasen, Bohrungen, irgendwelche Bearbeitungen. Also hier sind sehr viele Möglichkeiten
vorhanden, wenn man einfach nur weiß, welche Variablen zur Verfügung oder welche Variablen verwendet werden müssen. Und dies sieht man sehr schön in der Hilfe, welche Punkte notwendig sind für die jeweiligen Füllungstypen oder Verbindungstypen.